Hallo zusammen, ich bin Markus. Hast du Angst, auf Deutsch zu sprechen? Keine Sorge, heute zeigen wir dir praktische Strategien, die dich in jeder Unterhaltung selbstbewusst machen. Ich bin Julia. Lade dir die kostenlose PDF in der Beschreibung herunter. Abonniere den Podcast und lass uns starten. Dann geht's los. Julia, lass mich eine Frage stellen. Warum ist es besser, auf Deutsch zu denken, als immer aus der Muttersprache zu übersetzen? Das ist eine gute Frage, Markus. Stellt euch vor, ihr rennt und tragt einen schweren Rucksack. Das ist Übersetzen. Wenn ihr auf Deutsch denkt, lauft ihr frei und schnell. Ihr sprecht flüssiger und es fühlt sich viel natürlicher an. Ah, verstanden. Übersetzen kostet Zeit und Energie. Das Gehirn wird müde. Richtig. Wenn ihr eine Freundin trefft, denkt ihr auch nicht darüber nach, wie ihr euer Gesicht bewegt. Ihr tut es einfach. Genauso sollte es mit Deutsch sein. Es soll automatisch sein, nicht erzwungen. Also, wie fangen wir an? Mit einfachen, praktischen Tipps. Und unsere Experten werden euch zeigen, wie es funktioniert. Lasst uns beginnen. Der erste Tipp ist sehr einfach. Denkt in kurzen, einfachen Sätzen. Macht euch nicht zu viele Gedanken über Grammatik. Nur sprechen. Kannst du mir ein Beispiel geben, Julia? Klar, Markus. Wenn du deine Küche siehst, denk nicht lange nach. Sag einfach im Kopf, das ist die Küche. Der Tisch ist groß. Auf dem Tisch steht Kaffee. Fertig. Nur einfache Dinge, die ich sehe? Genau. Und das Wichtigste, du verbindest das deutsche Wort direkt mit dem Bild, nicht mit deiner Muttersprache. Wenn du eine Katze siehst, denk Katze, nicht Katze ist dein Wort in deiner Sprache. Das macht Sinn. Und ich mache das überall? Ja, morgens, ich wache auf. Das Wetter ist schön. Im Bus, viele Menschen sind hier. Der Bus ist voll. In der Schule, ich schreibe in mein Heft. Die Lehrerin erklärt Mathematik. Das klingt nicht schwierig. Man braucht keine perfekten Sätze? Nein, die Qualität der Sätze ist nicht wichtig. Die Idee ist, dass dein Gehirn auf Deutsch denkt. Nicht perfekt, aber automatisch. Jetzt begrüßen wir Sophia. Sie ist Deutschlehrerin und hat eine Spezialisierung auf Hörverstehen. Hallo Sophia. Hallo Markus, hallo Julia. Mein Rat ist, höre täglich Deutsch, aber achte darauf, dass es nicht zu schwer ist. Dein Gehirn lernt durch Wiederholung und Gewöhnung. Was sollte ich hören? Nachrichten? Filme? Für A2 B1-Lerner würde ich euch empfehlen, deutsche Podcasts speziell für Lerner, einfache Hörbücher, YouTube-Videos über Themen, die euch interessieren oder deutsche Serien mit Untertiteln. Das Wichtigste ist, dass ihr es regelmäßig macht. Und wie lange pro Tag? 20 bis 30 Minuten sind perfekt. Nicht länger, sonst wird das Gehirn müde und der Fokus geht verloren. Ihr könntet zum Beispiel beim Frühstück 15 Minuten hören und auf dem Weg zur Arbeit oder Schule noch einmal 15 Minuten. Das ist realistisch. Aber was ist, wenn ich nicht alles verstehe? Das ist völlig normal. Versteht ihr nicht alles, ist das kein Problem. Ihr werdet die Melodie der Sprache aufnehmen, neue Wörter lernen und die Aussprache üben. Nach einigen Wochen werdet ihr merken, dass ihr viel mehr versteht. Super, danke dir Sophia. Unser nächster Experte ist Philipp. Er ist Sprachcoach und arbeitet mit fortgeschrittenen Anfängern. Philipp, was ist dein Geheimtipp? Danke der Nachfrage. Mein Tipp ist, sprecht laut, wenn ihr allein seid. Das ist sehr wichtig. Viele Lerner üben nur im Kopf, aber das ist nicht effektiv genug. Warum ist das so wichtig? Weil euer Mund und euer Gehirn zusammenarbeiten müssen. Wenn ihr nur denkt, trainiert ihr nicht eure Aussprache oder Sprechgeschwindigkeit. Aber wenn ihr laut sprecht, passieren viele Dinge. Euer Gehirn lernt schneller, eure Aussprache wird besser und ihr werdet selbstbewusster. Was kann man konkret machen? Im Badezimmer oder in eurem Zimmer. Beschreibt, was ihr seht und tut. Ich dusche. Das Wasser ist warm. Die Seife riecht gut. Oder erzählt von eurem Tag. Heute bin ich um 6 Uhr aufgewacht. Das Wetter war regnerisch. Ich habe Müsli gegessen und einen Kaffee getrunken. Und man sollte das wie eine normale Konversation machen? Genau, mit natürlichem Rhythmus, nicht monoton. Stellt euch vor, ihr erzählt das einer Freundin. Macht Pausen, ändert den Ton, seid lebendig. Das hilft dem Gehirn, die Sprache als echte Kommunikation zu sehen, nicht als eine Aufgabe. Danke, Philipp. Das ist sehr hilfreich. Unser letzter Experte ist Laura. Sie spricht 4 Sprachen fließend. Laura, dein Trick ist sehr beliebt. Erzähl uns davon. Gerne. Der Trick heißt, macht eure Umgebung zu eurem Deutschlehrer. Das bedeutet, dass ihr überall auf Deutsch angesprochen werdet. Bewusst. Wie funktioniert das?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens, stellt euer Telefon und euren Computer auf Deutsch um. So seht ihr ständig deutsche Wörter. Einstellungen, Nachrichten, Kamera, Datei. Das ist kostenlos und effektiv. Was noch? Zweitens, klebt Etiketten mit Deutsch auf Gegenstände in eurem Zimmer oder in der Küche. Schreibt Fenster, Tür, Lampe, Kühlschrank. Jedes Mal, wenn ihr diese Dinge seht, denkt ihr automatisch auf Deutsch. Das ist clever. Und drittens, schaut deutsche Serien oder Videos auf YouTube über Themen, die euch interessieren. Kochen, Fitness, Gaming, Reisen. Mit Untertiteln am Anfang, später ohne. So lernt ihr Deutsch, während ihr etwas Interessantes tut. Das ist keine lästige Aufgabe, sondern Unterhaltung? Richtig. Wenn Deutschlernen Spaß macht, werdet ihr es regelmäßig machen. Und Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay, Markus, wir haben viele Tipps bekommen. Aber wie integriert man das in den Alltag? Gute Frage. Ich bin sehr beschäftigt. Wie soll ich Zeit dafür finden? Das ist einfacher, als ihr denkt. Ihr müsst nicht stundenlang lernen. 30 bis 45 Minuten pro Tag reichen völlig aus. Zum Beispiel 15 Minuten Podcast beim Frühstück, 15 Minuten laut sprechen abends und 15 Minuten deutsche Serie schauen vor dem Schlafengehen. Und was ist mit Fehlern? Ich mache viele Fehler. Fehler sind gut. Fehler bedeuten, dass ihr am Limit arbeitet. Wenn ihr keine Fehler macht, lernt ihr nicht. Also seid nicht nervös, wenn ihr die falsche Konjugation benutzt oder das falsche Genus. Einfach weitermachen und beim nächsten Mal besser machen. Das beruhigt mich. Und wie lang dauert es, bis ich fließend denke? Nach 4 bis 8 Wochen regelmäßigem Trainings werdet ihr merken, dass es schneller geht. Nach 3 bis 4 Monaten ist Deutschdenken für viele schon automatisch. Aber jeder ist anders. Wichtig ist nur, dass ihr dranbleibt. Gibt es noch andere Tricks, die helfen? Ja, hier sind ein paar Zusatztipps. Erstens, wenn ihr wartet, an der Haltestelle, im Café, nutzt diese Zeit. Denkt auf Deutsch, ich warte auf den Bus. Es ist kühl heute. Der Himmel ist grau. Da ist ein Vogel. Kleine Momente nutzen, verstanden. Zweitens, lest einfache Texte oder News auf Deutsch. Auch nur 10-15 Minuten pro Tag. Nicht akademische Texte, sondern Dinge, die euch interessieren. Blogs, einfache Nachrichten, Comics, Memes auf Deutsch. Das ist unterhaltsam. Genau. Drittens, wenn möglich, findet einen Sprachaustauschpartner oder nehmt an Online-Gruppen teil, wo ihr mit anderen Deutschlernern sprechen könnt. Das macht großen Spaß und gibt euch echte Konversationspraxis. Mit echten Menschen sprechen? Ja, wenn ihr nur im Kopf übt, verpasst ihr die Realität einer echten Unterhaltung. Online gibt es viele kostenlose Plattformen dafür. Und viertens, und das ist wichtig, traut euch, mit Deutschen zu sprechen. Auch wenn es unangenehm ist. Die meisten Deutschen sind geduldig und freuen sich, dass ihr ihre Sprache lernt. Jetzt machen wir unser Lieblingsspiel, die Vokabeln erklären. Ich sage ein Wort, du erklärst es. Klar? Ja, los geht's! Erstes Wort, fließend. Fließend bedeutet, ohne Unterbruch zu sprechen. Wenn du fließend Deutsch sprichst, sprichst du schnell und natürlich, ohne lange zu denken. Du machst Fehler, aber es klingt natürlich. Okay, nächstes Wort, Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist etwas, das du regelmäßig tust, bis es automatisch wird. Zum Beispiel, Zähneputzen ist eine Gewohnheit. Wenn Deutschdenken eine Gewohnheit wird, machst du es automatisch, ohne darüber nachzudenken. Gut, nächstes, Aussprache. Aussprache ist, wie man Wörter ausspricht, die Laute und die Intonation. Deutsche Aussprache ist wichtig, damit andere dich verstehen. Du kannst sie verbessern, indem du Podcasts hörst und Wörter wiederholst. Letztes Wort, Alltag. Alltag ist dein normales tägliches Leben. Morgen aufwachen, Kaffee trinken, arbeiten, Freunde treffen, abends schlafen. Die Tipps, die wir heute gegeben haben, passen perfekt in deinen Alltag. Sie sind nicht extra Arbeit. Alles klar, Hörer. Jetzt kommt die Challenge für euch. Hier ist eure Aufgabe. Wählt einen der Tipps, die wir heute besprochen haben, und fangt morgen an. Nur einen, nicht alles auf einmal. Das ist wichtig. Wenn ihr den Tipp eine Woche lang macht, schreibt einen Kommentar und erzählt uns, wie es war. Hat jemand jeden Tag laut auf Deutsch gesprochen? Hat jemand sein Telefon umgestellt? Welche Unterschiede habt ihr bemerkt? Wir lesen alle Kommentare und antworten euch persönlich. Das motiviert uns und hilft auch anderen Lernern.
Und vergesst nicht, abonniert den Podcast, teilt die Episode mit Freunden und gebt uns eine gute Bewertung. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen, die Deutsch lernen möchten. Bis zur nächsten Episode. Auf Wiedersehen, liebe Deutschlerner.